Hallo, mein Name ist Tiziana Strobel. Mein Name ist Marie-Therese Holzleitner. Mein Name ist Stefan Buschnick. Ich bin Christina Friedl. Mein Name ist Andrea Kollmann. Mein Name ist David Finger. Das Energieinstitut ist für mich ein Ort, um meine Lust an Forschung auszuleben. Wir haben Verfahrenstechniker, wir haben Volkswirte, wir haben Maschinenbauer, wir haben Juristinnen und wollen einen möglichst hohen Impact generieren. The Energy Institute for me is a great opportunity to be a part of a team dedicated to improving the way that energy is generated, stored, transferred and consumed. Wir begleiten interdisziplinär technologische Entwicklungen und finden damit frühzeitig heraus, wo eben genau der systemische Einpassungspunkt der Technologien ist. Ja, das Energieinstitut lebt von seiner Brainpower, also in dem Sinn von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ein gutes Team ist somit das Um und Auf. Alle Türen stehen offen, man kann jederzeit zu jedem reingehen und sich austauschen oder einfach nur mal einen Kaffee trinken. Und es macht einfach Spaß, in so einem Team zu arbeiten. Abgesehen von unserer wissenschaftlichen Expertise ist das, glaube ich, ein Faktor, der wirklich extrem positiv ist und deshalb macht die Arbeit auch sehr viel Spaß hier. Also angefangen hat das Energieinstitut ja vor allem mit oberösterreichischen Unternehmen, in Kooperation mit Unternehmen, die im lokalen Bereich Probleme hatten, die wir für sie angehen durften. Und das hat sich über die Jahre immer weiter ausgedehnt. Wir sind dann, glaube ich, auf nationaler Ebene zu einem sehr gut wahrgenommenen Forschungspartner geworden und darüber hinaus dann auch auf europäischer und internationaler Ebene. Diese Art der Entwicklung in meiner Arbeit ist wirklich das Spannende, mit Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, mit den unterschiedlichsten individuellen Hintergründen zusammenzuarbeiten und hier auch ein gutes freundschaftliches Netzwerk schließen zu können. Man bekommt auch wirklich viele andere Aspekte mit aus technischer Hinsicht, aus ökonomischer Hinsicht und man lernt dadurch einfach weiter und ist nicht nur Juristin, sondern ist einfach wirklich ein bisschen Allround-Wissenschaftler. Wir schauen uns technisch-wirtschaftliche Umsetzbarkeit, wir schauen aus ökologischer Sicht, welchen Beitrag wir leisten können, für die Klimaneutralität zum Beispiel. Und wir schauen auch aus sozialer Sicht, wie zum Beispiel die Akzeptanz von den neuen Technologien sein könnte in der Gesellschaft. Also wir haben genug kreative Köpfe, kluge Köpfe, die dort was voranbringen möchten. Und ich möchte einfach da aktiv meinen Beitrag zu dem Thema einbringen. Also wir versuchen das, dass wir mit unserer Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass man vor allem auch sieht, was in Zukunft noch an Technologie oder an Lösungen möglich sein wird, damit auch Österreich seinen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Energiewende beitragen kann. Unsere Nähe zur Industrie, unser interdisziplinäres Team und unsere Zusammenarbeit mit der Universität ergeben ein gutes Umfeld, um diese schwierige Fragestellung der Klimakrise und auch der Umweltkrise, die ja täglich immer brisanter wird, anzugehen. Jeder Akteur in unserer Gesellschaft wird eine Rolle spielen und ganz gezielt danach suchen, wo ihre eigene Rolle sein kann. Für die kommenden 20 Jahre wünsche ich dem Energieinstitut eine Entwicklung, wie es die ersten 20 Jahre genommen hat.
Der Beitrag, den das Energieinstitut zur europäischen, zur internationalen, aber auch zur regionalen Entwicklung eines neuen Wirtschaftsbildes beigetragen hat, kann dann passieren, wenn die Mitarbeiter so motiviert sind, wie ich motivierte Mitarbeiter in meiner Zeit hatte. Ich wünsche dem Energieinstitut, dass es den begonnenen Weg fortsetzt, dass es offen, kreativ und vor allen Dingen kritisch bleibt, dass es eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahrnimmt, bei diesen schwierigen Fragen Lösungen und Antworten zu liefern. Herzliche Gratulation dem Energieinstitut zum 20. Geburtstag. Ein ganz herzliches Danke auch dem gesamten Team unter der Leitung von Robert Tichler jetzt. Ich wünsche euch, dass ihr in den nächsten 20 Jahren genauso effizient, genauso innovativ weiterforschen könnt und damit wegbereiter werdet, dass wir das Energiesystem wirklich von den fossilen hin zu erneuerbaren umstellen können. Vieles ist erreicht worden, auf das können wir, auf das können Sie als die Mitarbeiter dieses Instituts besonders stolz sein. Ein tolles Standing in der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft ist hier erarbeitet worden. Ich wünsche dem Energieinstitut für die Zukunft eine Fortsetzung der erfolgreichen Umsetzung, der selbstgestellten Visionen und weiterhin so enge und gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Im Namen der Linz AG gratuliere ich dem Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität zum 20-jährigen Jubiläum sehr herzlich. Die Linz AG, die nur ein Jahr älter ist, verbindet mit dem Institut ein reger Gedankenaustausch und viele gemeinsame, erfolgreiche Projekte. Ja, ich gehe davon aus, dass wir auch in den nächsten 20 Jahren aktiv mit unseren Analysen an der Weitergestaltung des Energiesystems arbeiten werden und auch in 20 Jahren dann gemeinsam feiern können und auf unsere Erfolge gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern zurückblicken können.